Mein Name ist Nina Demuth. Ich bin 30 Jahre alt, wohne und arbeite in Wiener Neustadt und bei Trustbit bin ich Projektmanagerin. Also ich sehe es als meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unser Team die bestmöglichen Bedingungen hat, ihre Arbeit zu machen. Ich habe vor ein paar Jahren in einer Online-Agentur gearbeitet, gemeinsam mit einem jetzt wieder Kollegen, den Alex. Und der hat mich mal angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, bei Trustbit zu arbeiten. Ich hatte eigentlich gar keine Ambitionen, meinen Job zu wechseln zu der Zeit. Aber Trustbit war doch sehr, sehr spannend. Und ich hatte immer schon im Hinterkopf, dass Softwareentwicklung schon sehr spannend ist. Und dann dachte ich, okay, das kann kein Zufall sein, dass ich aktiv angesprochen werde, dann noch von so einer sympathischen Firma und dann auch noch mit der Möglichkeit, wieder mit meinem Kollegen zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich es gewagt und nicht bereut. Ich wusste ehrlich gesagt über das Projekt, das ich da übernehmen sollte, gar nicht wirklich viel. Aber ich hatte dadurch, dass mir die Leute so sympathisch waren, so ein gutes Gefühl, dass ich mir gedacht habe, ungeachtet des Projekts, das probiere ich einfach aus. Ich glaube, man könnte doch vielleicht denken, dass dadurch, dass wir remote arbeiten und nicht gemeinsam in meinem Büro sitzen, es ein bisschen unpersönlich ist. Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also es ist sogar in gewisser Weise positiv, weil es ein bisschen weniger Konfliktpotenzial sogar gibt. Und die Leute, die sich dafür entscheiden, wirklich 100% remote zu arbeiten, das auch wirklich wollen und mit schon einem bestimmten Erwartungshaltungen, einem bestimmten Mindset dann das haben. Ich habe das Glück, vor allem auch bei uns in dem Projekt, dass ich das, was ich auch wirklich extrem gerne mache, diese Kreation und auch den Designaspekt, dass ich den einbringen kann. Und insofern finde ich das essentiell für ein gutes Produkt, dass man verschiedene Perspektiven mit einbezieht. Und das ist nicht nur quasi Sichtweise von Designern oder Konzepten, sondern auch von Entwicklern. Und ich habe dann die grafische gemacht, Multimedia-Design und dann noch ein Studium zum Thema Journalismus. Es war sehr breit gestreut und nebenbei immer sehr, sehr viel gearbeitet. Und das ist eigentlich das, glaube ich, auch, was mir jetzt zugutekommt, dass ich einfach viele Sachen gesehen habe und einfach jetzt diese Synergien nutzen kann. Das, was die Leute in der Firma ausmacht, ist eben diese extrem starke Autonomie, dass wirklich jeder für sich arbeiten kann. Und damit das funktioniert, braucht es einfach sehr viel Vertrauen. Und das ist, glaube ich, einer der USPs von dieser Firma. Und insofern finde ich es ziemlich passend, dass es sich auch im Namen widerspiegelt. Im Kern geht es halt immer um Menschen. Also wenn man Menschen ausklammert, kann man die beste Software schreiben, aber wenn man die Leute nicht an der Hand nimmt und mitnimmt auf diese Reise, dann wird es scheitern. Ich glaube, was uns wirklich sehr stark von anderen Firmen unterscheidet, ist, dass ich noch keinem einzigen Menschen in der Firma begegnet bin, wo ich nicht das Gefühl habe, dass er wirklich interessiert ist an den Dingen, die wir hier machen. Also es ist nie ein Abarbeiten, sondern ein sehr viel Hinterfragen, was es mitunter natürlich in meiner Rolle als Projektmanagerin auch sehr anstrengend machen kann, aber es zeigt halt, dass sich die Leute wirklich ganz intensiv mit den Dingen beschäftigen, die wir hier machen. Und das macht man nur, wenn man halt eine große Leidenschaft dafür hat. Der Bereich, in dem ich vorher gearbeitet habe, konzeptionell war sehr stark auf Webseiten und Content fokussiert. Und ich finde es extrem spannend, diese Fähigkeiten, die ich da schon gelernt habe, auf sehr komplexe Software anzuwenden. Und das ist etwas, wo ich gerne einfach noch mehr Erfahrung machen würde und was wahnsinnig spannend ist, quasi die kreative Leidenschaft auf sehr komplexe Probleme anzuwenden. Ich habe 2 Erinnerungen an quasi Berufswünsche in meiner Kindheit. Das eine war Schaufensterdekorateurin und der zweite Berufswunsch dann war Innenarchitektin. Also anscheinend ging es bei mir immer irgendwie ums Gestalten. Das ist es dann auch geworden, aber eben im digitalen Bereich. Zum Ausgleich, also meine Tuschefeder und mein Zeichenblock liegen auch am Schreibtisch. Also es gibt den Wunsch natürlich nach Ausgleich, aber nach wie vor nicht den Drang, quasi etwas anderes zu machen, weil ich nach wie vor sehr viel Spaß habe mit digitalen Produkten und alles, was da so rundherum zu gestalten gibt.